bekommen wir den Giga in Staffel 3 von Jurassic World Chaos Theory zu sehen. Ich bin der Meinung, ja. Wir gucken jetzt mal, was Worf dazu zu sagen hat. I'm not the same Brooklyn you knew. Was sagt ihr im Chat? Giga am Start in Staffel 3, ja oder nein? Ich glaube ja. Ja. The Giganotosaurus was a dinosaur that I have long wanted to see in the Jurassic franchise for such a long time. However, when it finally appeared in Jurassic World Dominion, I can't help but feel slightly let down as it only had one cool action sequence and absolutely zero kills whatsoever. Das stimmt nicht, er hat den T-Rex am Anfang gekillt. Und ich finde auch, die beste Szene mit dem Giga war der Anfang. Vor 65 Millionen Jahren. Ja, okay. Ich denke auch, dass der vorkommen wird. Ich finde gerade, weil der Giga und auch der Therizinosaurus sind ja zwei extrem beliebte Saurier. Extrem beliebt. Es wäre doof, die nicht nochmal in animierter Form irgendwie einzubauen und denen noch so ein bisschen mehr Screentime zu geben. Auch wenn es eben jetzt hier nur in der Netflix-Serie ist. Unless you want to count the one where he eats the locust. But could Zeb the Giganotosaurus be coming back for one final redemption in Jurassic World Chaos Theory? Hello ladies and gentlemen, and welcome back to another Jurassic World Chaos Theory video, where today we're going ahead and discussing the potential of the Giganotosaurus returning to the franchise. That's right, that dinosaur that was posed as the big bad dino of Dominion, but ended up doing practically nothing throughout the entire movie. Don't get me wrong, I still love the dinosaur and it is amazing, but man, was it a letdown. So, could it be returning in Chaos Theory for some kind of redemption arc? Well, there's some evidence. Gibt's ja auch so eine Theorie, ne? Dass der Spinosaurus nicht auftaucht und dafür halt dann nochmal der Giga. Oder beide, aber dann wäre das einfach nur so ein Klassentreffen der Hauptsaurier. Das wäre dann so purer Fanservice. Ich würde es cool finden. Ich fand das Design vom Giga auch irgendwie ganz geil. Wenn er halt nochmal in Rebirth auftauchen würde, wäre das gar nicht so verkehrt. Aber ich glaube, die werden den eher, wie auch den Spinosaurus aus Jurassic Park 3, stiefmütterlich behandeln und sagen, wir bringen den in Chaos Theory zurück. Ja. Evidence to suggest exactly that. 250,000 subscribers is still our target by the end of the year. So let's see how close we can get to that target by subscribing to the channel and showing your support. Around 80% of you guys watching right. Ich habe letzt übrigens mal was dazu gelesen, ne, zu dem ganzen Ruf doch Leute dazu auf, den Kanal zu abonnieren. Da gibt es ja auch so Auswertungen davon, weil es hieß früher, das ist so ein Call to Action, den sollst du unbedingt machen. Und ja, in der Uni habe ich damals auch gelernt, Call to Action hilft meistens dabei, wirklich Leute auch dazu zu bringen, zu agieren. Das machen sehr viele Plakate, machen das, Werbespots machen das. Bei YouTube selber allerdings wäre das wohl sogar zum Teil auffällig, dass Nutzer, die sowas zu oft hören, dann deabonnieren. Wenn jetzt jemand ständig irgendwie, wenn ich jetzt in jedem meiner Videos einfach mitten im Thema unterbrechen würde und würde jedes Mal erzählen, in einem 2 bis 3 Minuten Monolog, dass ihr meinen Kanal abonnieren sollt, dann wäre die Wahrscheinlichkeit gar nicht so gering, dass einige von euch dann sagen würden, nee, es nervt mich jetzt gerade. Und das dann wieder deabonnieren. Und ich finde, es ist hier sehr, sehr anstrengend, zum Teil beim lieben Swerve. Right now aren't currently subscribed, so it would mean Abonniert meinen Kanal, bitte. the world to me if you could help change that. But for Spaß. now, once you're sat back, relaxed, and you've got some snacks, it's time to find out if the Giganotosaurus is returning for its redemption in Jurassic World Chaos Theory. So the Giganotosaurus, as I mentioned at the start of the video, was a big disappointment to the majority of the fans, and it was killed off relatively quickly. Unfortunately, this dinosaur had 0 kills whatsoever, and it was at points where it should have realistically gotten a kill. To end Rexy's timeline, maybe even to kill. Ja, das denke ich mir halt auch. Wenn mich der Inhalt interessiert, das ist vollkommen richtig. Ich habe, glaube ich, noch keinen Kanal abonniert wegen einer Aufforderung. Das ist jetzt nur für mir persönlich einfach, ne? Aber ich habe schon Kanäle deabonniert, weil es mir einfach auf den Sack gegangen ist. Schon 2, 3 Mal auf jeden Fall. Ian Malcolm. But undoubtedly we had high hopes for this dinosaur because it was a dinosaur that many people like myself were waiting to see in this franchise for so long, and unfortunately it was such a letdown. Whilst I love the Jurassic World... Oder am Ende vom Video, ja gut, das würde ich auch sagen. Weil er macht es halt immer einfach so mittendrin. Was
Sinn ergibt, dadurch, dass man halt auch ganz genau weiß, dass viele Leute, also es gibt ja so eine, keine Formel, aber man sagt ungefähr, dass die meisten Leute klicken auf ein Video drauf und geben dem Video immer so die ersten 3 Minuten eine Chance. Nach den 3 Minuten fangen dann die ersten, die du damit eben nicht catchst, an, wieder abzuschalten. Deswegen schaltet er innerhalb dieser ersten 3 Minuten immer diese Aufforderung rein. Aber ich denke mir, gerade dann ist das doch so der Punkt, warum Leute genau dann abschalten würden. Oder zumindest vorspulen von mir aus. Aber das machen halt viele deswegen nicht am Ende, weil, ja, wenn dann irgendwie das Thema jetzt schon komplett vorbei ist, und dann kommt am Ende nochmal kurz so ein Aufruf, dann schalte ich einfach ab. Dann verpasse ich dadurch ja nichts. Wenn du jetzt aber bei ihm hier abschalten würdest mittendrin, dann verpasst du natürlich dann das ganze Video. Das ist schon clever, von daher macht das vielleicht doch irgendwie Sinn, ich weiß es echt nicht, keine Ahnung. Dominion a lot, this Giganotosaurus was my biggest disappointment from the movie. I just felt like they could have done so much more with it. And with the idea that this Giganotosaurus was compared to as the Joker, you know, the character who loves to kill, loves to play around. War die dümmste Aussage, die ich jemals gehört habe, hat auch nirgendwo irgendwie Sinn ergeben, ne? Dass der Giga ist wie der Joker. It just did not live up to the hype whatsoever. So understandably, fans want to see it do its justice. But how could that happen since it was killed off very quickly and it doesn't sound like it will be returning in Jurassic World Rebirth? Well, this is where we go to Jurassic World Chaos Theory, a canonical animated show that takes place just before Dominion. In Season 1, we are confirmed that Season 1 takes place just 2 months before Jurassic World Dominion, and since we do know that it takes about 15 days for a boat from Louisiana to get to Senegal, that means they've now taken 2 weeks of that 1 whole month, and Season 2 of the show most likely takes place nearer the 1 month mark before Dominion. And with the way that we saw Season 2 of Chaos Theory end, we know that Serena Santos and Brooklyn are heading somewhere. Eventually, Serena Santos has to arrive in Malta, but she did confirm at the end of the show that she has a lucrative business deal with Biosyn. Ja, ich glaube auch, dass die zuerst nach Biosyn fliegen. Ich glaube, Malta wird dann erst irgendwann später eröffnet, der Schwarzmarkt. Wahrscheinlich durch sie oder eben durch die Zusammenarbeit mit Louis Dodgson. So, there are 2 places that we are expecting for Serena Santos and Brooklyn to go in Season 3. This is either Biosyn's sanctuary in the Dolomite Mountains in Italy, or Malta. For the sake of this video making sense, we have to presume that at some point they are going to arrive in Biosyn. And if they were to arrive in Biosyn, who is pretty much the king of that jungle, it is the Giganotosaurus. Initially we thought it would be Rexy, but then obviously the big male Giga walks through the forest and takes Rexy's food quite easily. So we know that the Giganotosaurus is the alpha of that jungle. So if the story takes place in Biosyn's sanctuary to some degree and the campers who were left behind in Senegal manage to find their way over into Biosyn's sanctuary, then I would assume that it is safe to kind of go with the idea that eventually we will see the Giganotosaurus return. But that's just a theory. You guys are here for some evidence, right? What evidence do we have? Keine, glaube ich, außer Spielzeuge jetzt vielleicht. Achtung. Oh, there is a company called Captives who typically work with the Jurassic franchise to create very miniature toys. They're quite fun, they're quite cool to collect. However, for Jurassic World Chaos Theory, there was some really cool artwork for the show going on by Jaroslav. And Jaroslav Kosmina has worked on the Jurassic franchise. Das sieht ja mal geil aus. Was ist denn das für ein fetziges Bild? Krass, habe ich ja noch gar nicht gesehen. Hier vom Inneren einfach dieser Fütterungsstation aus Jurassic Park 1. Sehr geil, ey. Franchise before, created incredible artwork for the Jurassic franchise, but this time he worked with Captives to bring to life Chaos Theory to their toys. And I believe that the artwork that he was doing actually goes on some kind of cards that you can collect. Das sieht aber ein bisschen AI gemacht aus, finde ich hier. Das ist so eine Mischung aus AI und dann aber nochmal mit Photoshop so ein paar Filter drauf. Da fand ich das davor geiler. Das hier war richtig mächtig. Das da. Well, the artwork of these cards were releasing before Chaos Theory Season 1 released. Initially, we saw some stuff with the Allosaurus near a pit stop, we saw the Nasutoceratops and a van, we saw the Atrociraptors as well. We just thought they were generic artwork. Ah ja, interessant. Also, diese Artworks hier wurden also gemacht, bevor Staffel 1 erschienen ist und zeigt eigentlich schon sehr viel. Ich meine, gut, der Allosaurus, der war nie an dieser Tankstation, aber es gab die Tankstation auch im Film, in der Serie.
Die Nasutoceratops haben wir, glaube ich, auch nicht im Trailer gesehen. Zur allerersten Staffel. Gut, die Atrociraptor dann aber schon. Aber interessant, dass er vielleicht Informationen hat oder dass dieses Studio Informationen hat und dann so Karten zeichnet und die vielleicht ein bisschen was spoilern. Das kann schon ganz gut sein. Artwork. However, eventually, once we got to see Season 1 of Chaos Theory, we saw the Atrociraptors in the nighttime, we saw the Nasutoceratops going in front of the van, not behind it, and we also saw this exact petrol station in the show. Nur ohne Allosaurus, ne? So fair muss man schon sein. Albeit, it was rather with Nasutoceratopses than Allosaurus. Richtig. So that was pretty interesting, but again, that could just be coincidence. Obwohl das könnte aber auch einfach wirklich so eine Szene sein, die vielleicht mal so geplant gewesen ist mit dem Allosaurus und einfach die, ja, dann aber rausgeschnitten wurde, damit er halt nicht so oft auftaucht oder sowas. Und dass das einfach Artworks sind anhand von Ideen, die es mal gegeben hat und die aber so halt nicht unbedingt umgesetzt wurden, möglicherweise. But in the same collection pack, there was a scene where we get to see the Suchomimus take on the... Okay. Und das war auch schon vor Staffel 1 oder was? Das ist aber krass, weil das ja 1:1 dasselbe Design sogar ist, wie das in Staffel 2. Hippopotamus. Yes. Where have we seen that before? Jurassic World Chaos Theory Season 2. Now I don't know about you guys, but since the original scenes that we got from these captive cards do resemble very similar scenes to what we got in Season 1 of the show, just sounds way too distinct. Also wenn die das wirklich vor Staffel 1 gezeichnet haben, dann ist das schon auffällig mit dem Be a Suchomimus. coincidence. Now, it doesn't look exactly like the scene that we got. None of these really do. Aber das Design ist trotzdem dasselbe. Da ist sogar das Dings mit dabei, das sehe ich jetzt ja erst. Da ist sogar da unten. Das sieht aus wie ein Arsch. Das ist aber die Schnauze vom, jetzt sehe ich da wirklich als ein Arsch. Das ist das Maul von dem Hippo. Wisst, was ich meine? Nilpferd. Vor Staffel 1, das ist schon auffällig. Und das hier wird der Giga sein wahrscheinlich, ne? Wir machen weiter. So what I assume has happened here is that they've told Jaroslav that this is the scene that is happening. From your imagination, could you draw this scene up? So, and that is why we don't exactly get to see the perfect looking scene, but something rather similar to what is seen in the show. And for me, that Suchomimus versus Hippo is the most important one to focus. But if you want just a little bit more, we can also see the Atrociraptors fighting Bumpy. Ich glaube, wir haben es verstanden. Also die haben anscheinend schon sehr, sehr viel von vornherein gewusst und ebenfalls auch gezeichnet. We saw in Season 1. So when we take a look at the cards that we haven't already seen, there is one here with the Atrociraptor Red specifically. Das ist ein geiles Bild. Ich will so Karten haben, ey. Wir brauchen wieder mal so Sammelkarten von Jurassic World. Das ist ein geiles Bild, ey. Der mit so Bisons, Büffel. Running amongst the bison. There's one with a Ceratosaurus, which seems to just be walking on a highway, an abandoned highway. But these two cards are the most interesting one. One of them we get to see is... Stimmt. Der könnte auch noch auftauchen. Weil der hatte auch viel zu wenig Screentime im Film gehabt. Der Pyroraptor, definitiv ja, 100%. a Pyroraptor in a forest. Now I might be thinking too much into this and it might just be placebo, but this forest looks very eerily similar to the same foliage that the Biosyn forest. Es passt auf jeden Fall zum Biosyn Valley, weil du hast hier auch Schnee. Und der war ja in so einer Schneeumgebung gewesen. Und hier hast du eben dann auch diese ganz normalen Pflanzen. Das wird schon so sein. Ja. Der wird auch auftauchen in Jurassic World Chaos Theory Staffel 3. Definitiv. Finde ich geil, dass Swerve das rausgefunden hat. Ist mehr Info drin als jetzt hier bei Jurassic Outpost. Has in Jurassic World Dominion. So there is a possibility that maybe even the Pyroraptor will be returning. But the one that we are focusing on today is the one with the Giganotosaurus. Boah, und so ein geiler Kampf mit dem Pyroraptor gegen Atrociraptoren. Das wird nicht passieren, weil wir wüssten jetzt nicht, wie die ins Biosyn Valley kommen sollen. Aber wenn, wäre das geil. Now the Giganotosaurus is a dinosaur that also
Er sieht ein bisschen schmal aus auf dem Bild, oder? Der Giga ist eigentlich so ein bisschen wuchtiger, oder? Genauso wenig Hals wie ich. Hier sieht er mehr aus, als wäre er da gerade, keine Ahnung. Vielleicht noch ein bisschen jünger einfach. Die Narbe ist aber auch schon da. Ja. Appeared in the short film Jurassic World: The Prologue, and within the prologue we can see that it is during the sunrise and it is fighting off the Tyrannosaurus Rex with Pteranodons and Quetzalcoatlus flying. Ja, es könnte der hier sein, in der Theorie, aber es wäre natürlich seltsam wegen der Narbe, weil der Giga hat ja im Biosyn Valley auch diese Narbe hier. Genau hier. Warum sollte der Giga vor 65 Millionen Jahren die auch genau da haben? Das macht keinen Sinn. Film Jurassic World: The Prologue, and within the prologue we can see that it is during the sunrise and it is fighting off the Tyrannosaurus Rex with Pteranodons and Quetzalcoatlus flying in the background. So when we take a look at this image from Captives, it looks like it is definitely inspired from that scene in the prologue with the Giganotosaurus, the sunrise and the Pteranodons. So that is the only thing throwing me off that might confirm that this artwork isn't something to go off. Kommt er noch auf den Trichter? Die Narbe hier, die verrät es doch. Das ist der Biosyn Valley Giga. But either way, it still baffles me how these captive cards have got almost everything perfect from Season 1 Er kommt and nicht Season drauf. 2 of the show. Nein, ohne Scheiß jetzt. Ey, da habe ich sogar schon ein Video dazu gemacht, wie diese Narbe wohl zustande gekommen ist. Ich glaube, damals war meine Theorie auch gewesen durch den Therizinosaurus. Das hat der von vor 65 Millionen Jahren nicht. Das hier ist auf jeden Fall ein Bild von dem im Biosyn Valley. Und wenn das hier Karten sind, die zu Chaos Theory gehören, wäre das schon fast ein Beweis, in Anführungszeichen Beweis dafür, dass der nochmal auftauchen wird. Aber er sieht's nicht jetzt, ne? Who's to say that Season 3 can't also be right? With the Pyroraptor Giganotosaurus on these cards, with the idea that we are supposed to be going to Biosyn at some point in time throughout Chaos Theory, it just all adds up. Dann gibt die Serie einfach jedem Dinosaurier, der im Film zu kurz gekommen ist, nochmal ein bisschen mehr Screentime. Dem Pyroraptor, dem Giganotosaurus, den Atrociraptoren. Richtig geil, ey. Therizinosaurus nochmal mit einbauen. Mächtig. Really nicely to suggest that the Giganotosaurus will eventually be in Jurassic World Chaos Theory. So, with all of this information, Ist das eine Narbe oder eine Do you think that Hautzeichnung? Das sieht aus wie eine Hautzeichnung, meinst du, ne? Weil das hier und hier hast du auch so ein paar Riffel. Ich muss das Bild mal raussuchen. Habe ich das nicht noch auf dem Handy? Ich weiß nicht mehr, wie ich das Video genannt habe. Das ist seltsamerweise auf derselben Seite, an derselben Stelle ist das hier eigentlich eine Narbe. Das hier. Und ich sehe auch gerade, ich weiß nicht, wie ihr das gerade seht, auf dem normalen Bildschirm, wo gerade OBS läuft, da sieht das hier genauso aus wie diese Striche. Aber jetzt hier auf dem 4K-Bildschirm, da hast du so ein bisschen andere Schwarztöne auch. Da sehe ich, dass das hier hat einen anderen Farbton als die Dinge. Das hier hebt sich gerade hervor, bei mir zumindest jetzt hier, so auf dem Bildschirm. Und ich will mal ganz kurz was gucken. Ob der Giga nicht wirklich, das war auch unterm Auge bis zum Mund runter. Das muss, wartet mal. Vielleicht finde ich es jetzt noch. Ja, hier. Ach Mann, wie kann ich denn mein eigenes Thumbnail darunter laden? Moment. Giganotosaurus. Müsste er mir jetzt hier da. Es ist da natürlich jetzt ein bisschen krasser, Achtung. Nicht erschrecken, aber es ist genau an derselben Stelle. Der Kopf ist genau in dieselbe Richtung geneigt und es ist wirklich vom Auge bis runter. Ist halt aber hier wieder viel krasser, ne? Aber ich meine, gut, ey, diese Wunde kann ja auch erst wesentlich später kommen. Bin ich der Meinung. Und ob das jetzt hier wirklich nur eine Hautzeichnung ist, schwer zu sagen jetzt, ne? Aber auch wenn. Oh.
Was eher, da habe ich jetzt eben gerade erst drauf geachtet, scheiße, was eher dafür spricht, dass das hier der Giga von vor 65 Millionen Jahren ist, sind da im Hintergrund die Pteranodon. Das sind ja nicht die im Biosyn Valley waren, ne? Das waren ja andere. Ich weiß es halt nicht. With all of this information, take your pick. Do you think that a Giganotosaurus is returning to the franchise? Ich glaube trotzdem, auch wenn das nicht ist, ich glaube trotzdem, dass er auftaucht in Staffel 3 oder 4. So what do we know about the Giga? Well, it's a Biosyn product. It is actually 100% paleo accurate. I know some people are going to jump in there, say no, it's a Jurassic design. In this universe, since we see it in the Cretaceous period and we see it in modern day, this... Ich finde es schön, dass er sich auch immer dafür so rechtfertigen muss, wenn er sagt, das ist 100% akkurat. Weil immer wieder Leute ankommen, nein, Moment, halt, stopp. Ja, in der Welt von Jurassic ist das 100% akkurat, das Design. universe proves that the Giganotosaurus we see in Jurassic World Dominion is 100% paleo-accurate in that universe to the one that we see in the Cretaceous period. Richtig, ja, We presume Dankeschön. this dinosaur to be at least 3 years of age. But what we also know is that Zeb is the canonical name of this Giganotosaurus and that it is a male. Now, how did I learn this? Well, I actually got the privilege to learn this firsthand when I went to an official Universal event hosted by people. Erstmal, wo kommt jetzt der Name Zeb auf einmal schon wieder her? Warum müsst ihr den Tieren immer so bescheuerte Namen geben? Wie Rexy und Zeb. Warum macht man das? Und er ist auf jeden Fall ein Männchen. Okay. People who worked on Jurassic World Dominion. And I wasn't the only one. Other creators such as Dangerville also got this opportunity. And Nennen wir den nächsten einfach Jörg, der rauskommt. Der nächste Saurier aus Jurassic World Rebirth ist einfach dann Jörg. we have known this for ages now that the name Zeb is the canonical name for this Giganotosaurus. And the information doesn't stop there because they told us that this is the name of it because of the zebra-like patterns on its back. So make of that what you will, but if the Giganotosaurus is returning in Chaos Theory, I'm going to be a very happy man. So there we have it, some almost conclusive evidence to suggest that the Giganotosaurus may finally be returning from Jurassic World Dominion into Chaos Theory. Now, it's just been... Oder einen Kevin, den gab's noch nicht. Einen Kevin gab's aber tatsächlich beim Monsterverse. Da hat die Fans haben irgendwann einen der 3 Köpfe von Ghidorah wirklich Kevin genannt, weil der ein bisschen doof war. Das ist wohl so ein Ding, das macht man. Man gibt diesen majestätischen Tieren einfach beknackte, liebe, kleine Putzi-Putzi-Namen, damit sie ein bisschen rüberkommen. Also haben sich gerade Zeb und Rexy gestritten. Wie putzig. Und Jörg, der Therizinosaurus, kam auch noch mit dazu. been chilling in the Biosyn Sanctuary for much of its life, so I can't imagine he will be involved too heavily in Chaos Theory. But Habe ich auch nie fertig gespielt, glaube ich. Die Kampagne von Biosyn. Die habe ich auch immer noch offen. at least enough to perhaps maybe get 2 or 3 kills to redeem himself from Jurassic World Dominion. Fingers crossed. Either way, let's just get excited at the prospect that the Giganotosaurus could finally be returning. If you're excited for the Giga's return in Chaos Theory, then be sure to like the video and comment your thoughts below. Don't forget to also subscribe to the channel to help me reach 250,000 by the end of Warum zweimal? Ist egal, komm. Abonniert auf jeden Fall den lieben Swerve, wie er nicht müde wird, es zu erwähnen, weil er möchte noch innerhalb von einem Monat, ein bisschen mehr, 2 Monate, die 250.000 voll kriegen. Ja, lasst ein Abo da, auf jeden Fall, er hat sich's verdient, auch wenn er es halt penetrant oft erwähnt.